Also ich bin hier seit 1983. Ich habe keine Angst gehabt vor Sprachen lernen, weil ich habe als junge Schwester Sprachen eigentlich leicht gelernt. Und jede weitere Sprache ist leichter zu erlernen. Und so bin ich gekommen hierher und habe dann angefangen in der Haushaltungsschule in St. Monika und habe auch nebenbei dann im Haus, in der Gemeinschaft, bei den Kandidatinnen und Postulantinnen, Novizinnen, da habe ich dann Englisch und Rechnen gegeben und über das Gebet, Meditation und so. Und da war mein Alltag sinnvoll erfüllt und mir hat es also Spaß und Freude gemacht. Ready? Si usted se bloquea, debe una vez para ver si está sacando así. Usted se no hay de mecha. Come con el brazo. Die sind mir ans Herz gewachsen und die sind wie meine Enkelkinder, wie eigene Enkelkinder, kann man sagen. Weil bei vielen habe ich ihre Mütter unterrichtet. Und die Mütter haben sie in die Schule gebracht und gebeten, dass man sie aufnimmt. Und so habe ich mich auch gefreut, ihre Mamas wiederzusehen. Sie kommt von ganz weit, von Bär. Die letzte Woche oder vor einer guten Woche gekommen, das hat sie genäht. Hi, super. Da nähen sie. So, jetzt geht's. Viele sind ohne Eltern, Waisenkinder, oder kommen wirklich aus den ärmsten Familien. Und dann, wenn sie nichts bringen können, kein Geld, kein Cash, das kann kaum einbringen, dann versuchen wir Naturalien, wenn sie etwas bringen kann, Mais oder was sie zu Hause hat, Mais, Reis, Fisch ein wenig oder 2, 3 Hühner oder was sie bringen kann. Und wenn sie aber gar nichts bringen kann, dann haben wir gesagt, dann muss das Mädchen fleißig sein, fleißig und Interesse haben am Lernen, weil wir müssen halt selber viel arbeiten. Schwein und Hühner versorgen, Enten versorgen und dann Garten versorgen. Wir haben auch in der Schule keine Angestellten, die müssen auch selber kochen. Es wird denen geholfen, wir sind immer mit denen, Schulter an Schulter, aber die werden nicht viel Zeit haben, um in der Stadt herumzuspazieren oder viel Freizeit werden sie nicht so haben, weil die bleiben ja bei uns nur 2 Jahre und am Ende von 2 Jahren müssen sie staatlich anerkannte Prüfung ablegen. Und es ist unheimlich viel, was gefordert wird. Und unsere Schülerinnen, die bringen manchmal ganz wenig Voraussetzungen. Nur die Volksschule abgeschlossen, vielleicht auch nicht gut abgeschlossen. Aber das heißt nicht, dass sie dumm sind. Die sind intelligent, aber aus irgendeinem Grund konnten sie die Volksschule auch nicht richtig besuchen, weil vielleicht waren die Eltern krank und bis die Eltern gestorben sind, das ist viel Not dann für die ganze Familie. Die haben dann keine Uniform, keine Sachen gehabt, die sie für die Schule brauchen und dann haben sie halt die Schule geschwänzt, weil das leichter ist und somit auch bei der Abschlussprüfung von der Volksschule dann nicht gut abgeschlossen, können nicht weitermachen. Aber wenn man sie fördert und denen Gelegenheit gibt zu lernen und wenn man denen Nachhilfeunterricht gibt und Nachhilfe gibt, dann entwickeln sie sich ganz gut. Unsere Schülerinnen sind meistens 13-, 14-Jährige. Aber viele haben wir, die ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre Pause gemacht haben oder einfach im Haushalt ihren Eltern geholfen oder im Feld geholfen und so haben sie höheres Alter.
Oder wir haben auch die, die Secondary School fertig gemacht haben und möchten das lernen. Und dann sind die schon 19, 20. Mit denen dann ist auch leichtes Arbeiten, wenn sie Secondary haben. Und dann kann man noch ein bisschen auffrischen. Und dann der ganze Unterricht ist ja in Englisch. Und die Prüfungen sind in Englisch. Und so müssen unsere Mädchen ganz fleißig sein und viel lernen auf die Prüfungen auch, damit sie bestehen können. Wir können die staatlich anerkannte Prüfung im Fach Nähen machen, dann sind sie Näherinnen. Dann können sie als Näherinnen irgendwo angestellt werden, hier in den Stoffgeschäften. Manchmal stellen sie Näherinnen an und nähen Sachen aus ihren Stoffen und verkaufen Sachen. Also man kann sie so angestellt werden. Oder sie kann selber vor ihrem Haus Nähmaschine kaufen und vor ihrem Haus, vor ihrer Haustür nähen einfach und die Leute vom Dorf werden dann sich bei ihr was nähen lassen und so. Und die Hotelmanagement machen, die bekommen sofort Anstellung in jedem Hotel oder in jedem Krankenhaus. Die werden sie sofort als Köchinnen im Krankenhaus oder in großen Hotels sind sie auch gefragt und gesucht. Und wir bekommen oft Anrufe, habt ihr ein Mädchen schon fertig? Die suchen eine Angestellte, aber wenn sie hier weg sind und Anstellung bekommen, dann sollen sie ihre Stelle selber hüten und sich einsetzen. Weil wir ja 2 Schulen unter einem Dach sind, Nähen und dann Hotelmanagement und dann Computerkurse geben wir und dann Musikkurse. Das sind 4 Sachen, die man bei uns lernen kann. Unsere Klöster, wir versorgen sich fast selber, also was man braucht. Wir bauen unser Mais selber an, wir bauen unser Gemüse an. In Lipili haben wir große Farm und da haben wir unsere Landwirtschaft, also Viehzucht, auch Kühe und Schweine und Hühner und so, und alles ist zur Selbstversorgung. Und hier im Kloster, wir haben auch Gärten und haben Kleinviehzucht und Milch ist auch von unseren Kühen, Milchkühen, und so, dass wir uns zum großen Teil selbst versorgen. Wir kaufen das, was man muss, sagen wir, Zucker, Salz, Zucker und so, aber auch das Öl. Wir bauen Sonnenblumen an und dann tun wir auspressen und dann haben wir unser Kochfett. Zum großen Teil können wir uns versorgen und von unserer Landwirtschaft da bleibt auch etwas, was man noch verkaufen kann. Binga ist jetzt eine Provinz, die von Untermachtal gegründet worden ist. Und wir haben hier in Binga, in Tansania, 250 Schwestern. Und wir können ja nicht alle auf einem Haufen da sitzen. Und hier in Binga, die Not ist viel größer draußen. Und somit arbeiten unsere Schwestern in, ich glaube, 28 oder 30 Pfarreien, Konventen, draußen mit den Leuten und für die Leute arbeiten sie. Und hier in Binga haben wir, abgesehen von diesem Mutterhaus in Binga, haben wir St. Loreto, das ist ein Heim für körperbehinderte Kinder. Und dann haben wir ein Heim für Waisenkinder. Und
Heime sind voll. Wenn wir könnten, es wären noch mehr Kinder da, aber die sind zu voll. Und dann arbeiten wir in Kindergärten. Hier in Binga gibt es 2 große Kindergärten, wo unsere Schwestern tätig sind. Und dann die Schule, wo ich arbeite, das ist VTC, Vocation Training Center, wo wir die Handwerker ausbilden. Und dann haben wir TTC, Teachers Training Center. Das ist auch hier nicht weit von uns und wird von uns getragen. Und wir arbeiten in 4 Diözesen. Das ist Diözese Binga, Diözese Songea, Diözese Jambe und Diözese Dar es Salaam. Und in jeder Ortschaft, wo wir arbeiten, da haben wir ein Krankenhaus oder Health Center oder Dispensary, also etwas für die Gesundheit. Und dann haben wir irgendeine Schule und dann haben wir Kindergarten. Und dann haben wir eine kleine Landwirtschaft zur Versorgung. Und das ist eigentlich in jeder Pfarrei, wo wir arbeiten. Ja, und die Möbel zum großen Teil macht man in unserer Schreinerei. Auch die Fenster, Rahmen, Fenster, Türen und so. Und in jeder Werkstatt haben wir auch Schwestern, die das Handwerk gelernt haben. Wir haben Schreinerinnen, wir haben Automechanikerinnen, wir haben Elektrikerinnen. In Buchbinderei haben wir auch eine Schwester. In den Küchen haben wir überall unsere Schwestern. Von jedem Handwerk verstehen wir ein wenig. Ja. Da haben wir Bäckerei auch, wo man Verschiedenes backt und so zum Verkaufen. Das Brot, da haben wir gesehen, dass die Leute hier vor Ort, dass sie gerne Weißbrot essen, also kein Vollkornbrot. Und wir müssen uns den Kunden anpassen. Das machen, was am besten verkauft wird. Und dann gibt es so Kleingepäck jeder Art und dann machen die noch Joghurt und Eiscreme. Und alles ist zum Verkaufen und dann der Erlös kommt dann in die große Kasse, wo das Geld auch von anderen Werkstätten hineinfließt und mit diesem Geld kann man dann etwas anderes anschaffen fürs Kloster. Afrika hat alle Voraussetzungen, die haben Leute, die haben Kinder, die haben Jugendliche, das ist Großkapital. Und dann haben sie Fläche und dann haben sie Bodenschätze. Vielleicht brauchen sie noch ganz gut ausgebildete Ingenieure, ausgebildete Fachkräfte, die sich einsetzen und die nicht dann ausbeuten für ihr Profit, sondern die allen Anteil nehmen lassen. Und dass die unter sich also Fortschritt suchen und gut miteinander leben. Und so. Das würde ich denen wünschen, in Frieden und Liebe, dass man miteinander lebt.